Ja, hallo Leute. Da bin ich mal wieder nach meinem Marathontermin. Obwohl es waren nur 2, aber hat sich angefühlt wie ein Marathon. Ja, ich wollte schon längst ein Video machen, aber ich bin nach diesen 2 Terminen völlig platt. Also ich bin echt am Ende meiner Kräfte. Geht gerade gar nichts mehr, wie ihr seht. Duschen, baden, Haare machen, anziehen, gar nicht dran zu denken. Also ich komme aktuell so überhaupt gar nicht mehr hoch. Mein Zustand hat sich weiterhin verschlechtert. Ja. Ich war diesen Monat in Aachen. Leider Gottes muss ich sagen, ich hätte mir diesen Termin tatsächlich sparen können. Es war nicht gut. Also mal angefangen davon, der Stress vorher, um überhaupt dahin zu kommen, war schon sehr anstrengend. Also ich mache dann ja immer ein paar Tage vorher gar nichts, damit ich dann irgendwie halbwegs die Energie habe, um da irgendwie hinzukommen. Und naja, sind halt 160 Kilometer eine Strecke gewesen, hin und zurück 320 Kilometer, ist natürlich halt viel für einen Menschen, der so stark an ME erkrankt ist. Und ja, vor Ort war es dann so, dass ich schon innerhalb der ersten 10 Minuten in dem Gespräch mit diesem Menschen, ein Assistenzarzt, schon bereut habe, dass ich da hingefahren bin. Also ich werde es nicht behaupten, ich bin der schlauste Mensch auf Erden, aber meinem Eindruck nach hatte ich mehr Ahnung von den Dingen, die mich so seit 2010 begleiten, als dieser Mensch, der da vor mir saß. Der war nett, der war freundlich, der war empathisch, aber fachlich war das so überhaupt gar nichts, überhaupt nicht. Also ich habe echt bereut, dass ich da hingefahren bin. Ne? Also Sarkoidose schließt er aus, EDS schließt er aus, obwohl ich die Diagnose ja schon habe. Und also alles, was ich habe, liegt an der ME. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kann es gar nicht genau beschreiben, ich will nicht sagen, der hat irgendwie blockiert oder so, aber ich hatte nicht das Gefühl von großem Interesse oder davon, dass er irgendwie Lust hatte, irgendwie zu suchen, was denn da eigentlich los ist. Irgendwie war das für ihn, ja, du hast die Diagnose ME und alle Symptome, die du hast, liegen an dieser ME, also von Sarkoidose wusste er nicht so viel. Das hat er mal sofort ausgeschlossen, weil das hätte man im Lungenröntgen sehen müssen, was absoluter Blödsinn ist. Sarkoidose ist ja mittlerweile tatsächlich bekannt, dass das mehrere Stellen im Körper befallen kann und so, aber ob er nicht wusste oder ob es ihn nicht interessiert hat, kann ich gar nicht so genau sagen. Jedenfalls war der Termin da absolut nicht gut. Also hätte ich mir tatsächlich sparen können. War völlig umsonst. Auch die Untersuchung, was der da so Untersuchung nannte, das war überhaupt keine Untersuchung. Wobei der festgestellt hat, ich habe so ein Small Fiber Polyneuropathie. Ja, ich glaube, so hat er das genannt. Ist aber auch eine Grunderkrankung von den Leuten, die ME haben. Also das ist wohl normal, das haben die wohl alle. Ja, also dieser Termin war nicht gut. Ich weiß gar nicht, mittags glaube ich hier losgefahren oder schon Vormittag und bin abends um, keine Ahnung, 20 Uhr oder so, 18 Uhr wieder zu Hause gewesen. Also fürchterlich, ne? Fürchterlich, war fix und fertig. Also da war ich richtig, richtig platt und dann hatte ich ja eine Woche später den Termin, wo ich die Einladung gekriegt hatte für das Genlabor. Da wusste ich ja eigentlich gar nicht, was auf mich zukommt, oder ich hatte völlig falsche Gedanken, was da so auf mich zukommt, und ich war so fertig von dem Termin in Aachen, dass ich tatsächlich bis zur letzten Minute hier gesessen bin und überlegt habe, den Termin abzusagen, weil ich eigentlich energetisch nicht in der Lage gewesen wäre, da hinzufahren. Das ist in Düsseldorf gewesen. Und letztendlich habe ich mir gedacht, okay, ich fahre da irgendwie hin, ich werde den Tag noch irgendwie überstehen. Was natürlich für einen Menschen mit ME immer Crash bedeutet. Und den habe ich dann auch. Ne? Also Tatsache ist im Moment so, da ist absolut die Luft raus, jetzt geht gar nichts mehr. Aber ich bin da hingefahren und war dann ziemlich überrascht.
Die junge Frau, mit der ich da gesprochen habe, die war noch recht jung. Super nett, super freundlich, hat super Ahnung gehabt und hat mir alles ganz genau erklärt, und ich wusste ja gar nicht so wirklich, um was das ging, weil in dem Schreiben stand nur, es gibt ein neues Verfahren zu Untersuchungen von Genen, und weil ich ja schon im November 2019 mal da war, wollten sie mal fragen, ob ich interessiert wäre an diesem neuen Verfahren. Und naja, jeder MEler, der sich für sowas hergibt, sage ich jetzt mal, der unterstützt natürlich auch alle anderen MEler, wenn denn da vielleicht was Neues bei rauskommt. Also bin ich hingefahren. Die Frau war super nett, super korrekt, super informiert. Die hatte wirklich Ahnung von dem, was sie mir da erzählt hat. Und ich war angenehm überrascht. Also es geht um eine Genkomponente. So hat sie mir das erklärt. Das sind insgesamt, in dieser Komponente sind insgesamt 4 Gene. Das Ganze nennt sich RCCX. Und aktuell sieht man Zusammenhänge zwischen diesen Genen, die sind miteinander verflochten, also die 4 Gene, die hängen irgendwie zusammen, und wenn eins dieser 4 Gene nicht richtig funktioniert, können die anderen 3 auch nicht richtig funktionieren, also die sind in Abhängigkeit miteinander, so hat sie mir das erklärt. Und diese Gene werden für ganz viele verschiedene Krankheiten in Verbindung gebracht, unter anderem mit ME. Unter anderem mit POTS, mit CFS, mit unter anderem psychischen Krankheiten, unter anderem rheumatoide Arthritis, unter anderem mit orthostatischer Intoleranz und so weiter. Also ganz, ganz, ganz viele, vor allem auch chronische Krankheiten, die in dieser Genkomponente da verortet werden, so vermutet man. Und das wird jetzt alles mal irgendwie auf den Plan gerufen. So ganz neu ist das wohl nicht. Also ich habe danach natürlich, als ich zu Hause war, gegoogelt und gesucht und gelesen, und ich war überrascht, was da schon alles seit 2015 oder 16, glaube ich, was dazu schon alles geschrieben worden ist. Also es gibt eine Ärztin aus England, glaube ich, die hat das mal alles irgendwie auf den Weg gebracht. Die ist aber selber auch an all diesen Symptomen erkrankt. Also die hat auch mittlerweile ME, POTS und was es so alle gibt, was wir alle haben, hat die eben auch. Und die hat sich irgendwann dann da hingesetzt und hat angefangen mal selber zu suchen, zu forschen, zu recherchieren, und die hat die ganze Geschichte auf den Weg gebracht. Mit dieser Frau habe ich mittlerweile auch Kontakt aufgenommen. Sehr nett, sehr freundlich. Und das, was die damals schon so auf den Weg gebracht hatte, wurde jahrelang irgendwie ignoriert. Und jetzt haben sich halt die Labore, wahrscheinlich unter diesem neuen Screening-Verfahren, haben die sich da jetzt auf den Weg gemacht, diese Genkomponenten mal tatsächlich zu erforschen. Und in all diesen 4 Genen, die da miteinander in Abhängigkeit stehen, sind noch 22, 23, 26, ich weiß nicht mehr genau, weitere Gene, die da alle mit zu tun haben, die da alle mit drinne hängen. Also war ein wahnsinnig interessantes Gespräch in Düsseldorf. Ich war wirklich positiv überrascht und letztendlich froh und glücklich, dass ich dann da doch auch hingefahren bin, ne? Jetzt nicht nur für mich alleine, sondern vielleicht für alle da draußen, die vielleicht ME haben und vielleicht irgendwann davon profitieren können. Also die hatte auch dann Bilder da liegen und hat mir genau alles erklärt, wie viele Gene das sind, was da noch alles mit drin hängt, welche Krankheiten damit zu tun haben können, nicht müssen, sondern können. Und ja, dass die sich jetzt so ein bisschen auf den Weg gemacht haben, halt das mal auszutesten. Sie hätten ganz, ganz, ganz viele Leute eingeladen, die schon mal da waren wegen Ehlers-Danlos-Syndrom. Da war ich ja 2019 auch wegen dem EDS, und von da habe ich ja auch die Diagnose. Und ja, sie haben halt ganz viele Leute eingeladen, die ME, POTS, Ehlers-Danlos-Syndrom und so weiter. Und ja, die machen sich da jetzt auf den Weg, das mal alles ganz genau zu untersuchen. Hat mir dann noch eine ganze Menge Blut abgenommen. Und sie wird auf jeden Fall, wenn sie die Ergebnisse hat, dazu ein Gutachten schreiben, hat sie mir erklärt. Aber frühestens in 2 Monaten. Also das dauert wohl alles ein bisschen. Natürlich werde ich sofort berichten, wenn ich die Ergebnisse hier habe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, was dabei rauskommt.
weil ich habe ja nun mal Gendefekte in der Entgiftung und Gendefekte Cholesterin und so weiter. Also ich bin gespannt, ob da vielleicht auch wieder was bei rauskommt. Was vielleicht für uns alle irgendwo eine Türe aufmacht zu was auch immer, weiß ich nicht. Sie hat mir natürlich auch erklärt, selbst wenn dabei rauskommt, dass die Gene da kaputt sind, hat man jetzt nicht sofort eine Lösung parat. Aber es ist wahrscheinlich ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung, vermute ich mal. Ich werde natürlich unter dem Video auch mal wieder was verlinken. Also ich habe danach, als ich zu Hause war, viel gesucht und viel gegoogelt und ich habe dann rausgefunden, dass auf der Seite von Mepedia schon ein Artikel erschienen ist, der ist aus, weiß ich gar nicht, steht gar nicht dabei. Mal eben runter scrollen. Nee, steht glaube ich gar nicht dabei. Ist aber schon etwas älter. Ich meine aus 2016 hätte ich irgendwo gelesen. Und die schreiben halt RCCX Theorie des genetischen Moduls. Es wird postuliert, dass das RCCX-Genmodul der Ursprung einer Vielzahl sich überschneidender chronischer, medizinischer und psychiatrischer Erkrankungen und Beschwerden ist, einschließlich myalgischer Enzephalomyelitis. Diese Theorie wurde veröffentlicht, aber nicht von Experten begutachtet. Sharon McLeatherhy, also das ist die, mit der ich jetzt Kontakt aufgenommen habe, eine Fachärztin für Psychiatrie und zuvor auch Fachärztin für Innere Medizin mit 20 Jahren Praxiserfahrung, entwickelte im Jahr 2019 chronische Krankheiten. Zu ihren Krankheiten gehörten unter anderem Mastzellaktivitätssyndrom, was ich ja auch habe, orthostatischer Haltungstachykardie-Syndrom, POTS, chronisches Müdigkeitssyndrom, CFS, und erhöhter Hirndruck, ICP, im Rahmen des Ehlers-Danlos-Syndrom, Hypermobilitätstyp, HEDS oder EDHS-HT. Sie war dann motiviert oder hat sich selber motiviert, die Grundlage dieser Erkrankungen rauszufinden. Sie untersuchte sorgfältig ihre Patienten, sich selbst, die Literatur und die Menschen in den verschiedenen Foren zu chronischen Krankheiten, um herauszufinden, welche Merkmale Menschen mit diesen Krankheiten gemeinsam haben. Die hat dann irgendwas rausgefunden in einem CAPS, auf einem Gen, was für psychiatrisches Spektrum ist, und dass dieses Gen voraussagen kann, ob ein Mensch chronische Krankheiten entwickelt. Sie hat das mit Vererbung in Verbindung gebracht, mit sich überschneidenden chronischen Erkrankungen. Die schreibt jetzt zum Beispiel, Erkrankungen im Zusammenhang mit RCCX-Genmutationen sind zum Beispiel Ehlers-Danlos-Syndrom, CFS, Fibromyalgie, chronische Leimborreliose, also diese MCAS, Histamintoleranz, POTS, Dysautonomie, orthostatische Intoleranz, niedriges Blutvolumen, Schmerzsymptome wie Neuropathie, chronisches regionales Schmerzsyndrom, chronische Kopfschmerzen, ein Reizdarmsyndrom, erhöhter intrakranieller Druck, neurologische Probleme wie Neuropathien, Schmerzsyndrome und so weiter, mitochondrale Störungen, Immunschwäche, Autoimmunerkrankungen wie MS und so weiter, Bindegewebserkrankungen, psychiatrische Probleme, Dysautonomie, hormonelle Störungen, Sexualhormonstörungen, Gewichtszunahme, passt, bingo, Brust- und Gewebsschwellungen, Fruchtbarkeitsprobleme, Hitzewallungen, Magen-Darm, Nierenprobleme und ja, und so weiter. Stressanfälligkeit steht bei ihr ganz oben, kann ich bestätigen, ist bei mir auch so. Und ja, sie war so ein bisschen schockiert darüber, dass da eigentlich so eine Epidemie auf die Menschen zurollt und die das eigentlich irgendwie so gar nicht sehen wollen oder sich da gar nicht so wirklich drum kümmern, ne? Also natürlich gibt es auch Kritik. Also es gibt viele Menschen, die glauben, dass diese chronischen Krankheitszustände pathopsychologisch völlig unabhängig voneinander sind. Ja, man weiß es nicht, ne? Also die erzählen dann auch noch hier,
Die bringen damit noch in Verbindung Läsionen der weißen Substanz, Erythromelalgie, Small Fiber Polyneuropathie, also das ist das, was ich jetzt diagnostiziert noch bekommen habe, Funktionsstörung des autonomen Nervensystems, Autismus, vergrößerte Amygdala und Chiara-Fehlbildungen, Salz- und Wasserverlust, niedriger Cortisol-Ausgangswert, Zusammenhang mit Autoimmunerkrankungen, hoher Adrenalinspiegel und so weiter. Sie schreibt auch, Forschungshilfe ist erforderlich, also sie hat dieses Ganze hier mal irgendwann auf den Weg gebracht und beschreibt aber ganz genau, dass auf jeden Fall da noch Forschungen kommen müssen, weil ist eine erkrankte Ärztin, also das kann die alleine so gar nicht hinkriegen. Ich habe mir da viel zu durchgelesen, auch Studien, die dazu schon gemacht worden sind, also da ist schon einiges auf den Weg gebracht worden und ich muss sagen, mich hat das Ganze, was ich da so gelesen habe, hat mir ein bisschen Hoffnung gemacht. Was letztendlich dabei rauskommt, weiß ich nicht, kann ich überhaupt nicht abschätzen, aber ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das könnte tatsächlich ein Weg in die richtige Richtung sein. Der Termin war sehr positiv, ich war positiv überrascht, jetzt nicht nur von dieser wahnsinnig jungen Frau, bei der ich da war, also die war wirklich super nett, sehr freundlich, sehr empathisch, also man konnte mit der ganz offen und ehrlich reden, also das war richtig gut, also im Vergleich zu Aachen, also kann man gar nicht vergleichen. Auch die Praxis an sich, ja, ich musste ein bisschen suchen, ist aber ganz in der Nähe vom Bahnhof, also mitten im Zentrum. Und als ich in die Praxis reinkam, war ich erstmal angenehm überrascht. Es roch nach gar nichts. Kein Desinfektionsmittel, haha, ich konnte da ganz in Ruhe tatsächlich im Wartezimmer sitzen und warten. Keine Parfümgerüche von den Mitarbeitern, keiner hat nach Zigaretten gerochen oder sonst irgendwas. Es war tatsächlich komplett neutral. Also ich mit meiner multiplen Chemikalienunverträglichkeit konnte da ganz in Ruhe sitzen, ohne Mundschutz, ohne nix, um mir die Gerüche fernzuhalten, weil da war nichts, da war tatsächlich nichts, das war absolut neutral. Da war ich sehr positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Das war für mich ein sehr positiver Termin, zum einen, weil es mir ein bisschen Hoffnung gegeben hat und zum anderen, weil der ganze Besuch da irgendwie positiv war, über die Praxis, über die Frau, mit der ich da gesprochen hatte und selbst die Frau vorne an der Rezeption, super nett, super freundlich, also da war tatsächlich alles tippitoppi, muss ich sagen, da habe ich mich nicht unwohl gefühlt, so wie das normalerweise bei anderen Ärzten ist, ne? Die meinte dann auch noch, dass da noch ganz viele Sachen sind, die ich alle noch untersuchen lassen soll, wie das Herz muss nochmal kontrolliert werden und so ein paar Sachen, aber ja, ich habe aktuell keinen Hausarzt und ich habe auch aktuell nicht die Kraft, mir irgendeinen Hausarzt zu suchen, der mich versteht oder verstehen will oder der die ganze Geschichte irgendwie ernst nimmt oder sonst irgendwas. Ich schaffe das im Moment einfach nicht. Also ich bin tatsächlich am Ende meiner Kräfte angekommen und muss jetzt erstmal gucken, dass ich mich irgendwie so ein bisschen vielleicht wieder irgendwie regenerieren kann. Also aktuell ist Pacing angesagt. Mir geht es im Moment richtig schlecht. Also wirklich, die 2 Termine haben mich völlig aus den Socken gehauen und im Nachhinein habe ich bereut, dass ich nach Aachen gefahren bin, da ins Zentrum für seltene Erkrankungen. Das hätte ich mir tatsächlich schenken können und das war super anstrengend. Also ich habe da im Auto gelegen wie, was soll ich sagen, ihr kennt das ja alle selber. Hat mich aber tatsächlich wirklich um Monate zurückgeschmissen. Also mir geht es richtig schlecht im Moment. Also selbst aufstehen und einen Tee machen oder wie gesagt, duschen, baden, Zähne putzen, also das ist alles so weit entfernt im Moment wie nichts. An rausgehen oder einkaufen oder sich hier um irgendwas kümmern, gar nicht dran zu denken. Also im Moment bin ich ziemlich ausgenockt. Aber wie gesagt, Düsseldorf war ich froh, dass ich mich da drum gekümmert habe und sie hat mir gesagt, die haben ganz viele Leute jetzt angeschrieben, die wollen dem tatsächlich auf den Grund gehen. Das ist natürlich gut für uns. Dadurch, dass ich die Einladung von denen bekommen hatte, brauchte ich auch keine Überweisung. Also ich musste da jetzt nicht vorher nochmal zum Neurologen und mir eine Überweisung holen. Das lief alles so. Ich denke, die Einladung haben vielleicht der ein oder andere von euch auch gekriegt, die da schon mal waren.
Ja, und jetzt heißt es abwarten und gucken, was passiert, ne? Also ich habe ganz, ganz große Hoffnungen in diese Genkomponente und ja, da muss man jetzt abwarten und gucken. Ich hatte schon oft die Hoffnung, ich weiß, und ich bin auch schon ganz, ganz oft enttäuscht worden, weil mal wieder überhaupt nichts war. Letzte Enttäuschung war ja dieses Nikotinpflaster, wo ich das Gefühl hatte, das hat mir im Gehirn so ein bisschen geholfen, dass ich etwas klarer, ja, nicht mehr so schwammig im Kopf war. Ich fühlte mich nicht mehr so besoffen, so komisch, also zum Beispiel, wenn ich morgens wach geworden bin, dann muss ich mich ja immer erstmal eine ganze Weile aufs Bett setzen, bis der Kreislauf sich so ein bisschen regeneriert hat vom Liegen. Ich kann da nicht sofort aufstehen. Und dann war mir immer so wie Watte im Kopf, so schwammig, als hätte ich Alkohol getrunken oder so. Und das war tatsächlich besser unter dem Nikotinpflaster, aber ich habe dieses Klebezeugs halt nicht vertragen, ne? Aber ich kann auch normale Pflaster nicht vertragen, selbst die sensitiven nicht, da reagiere ich allergisch drauf. Also, naja, ich habe wieder angefangen zu dampfen, hatte ich ja, glaube ich, schon erzählt. Und einfach um meinem Körper Nikotin zuzuführen, weil ich glaube, das tut mir gut. Aber Tabak kommt für mich nicht mehr in Frage, weil durch die Verbrennung, das ist nun mal halt krebserregend. Und das ist ja bei den E-Zigaretten mit den Verdampfern ein bisschen was anderes, ne? Hat natürlich einen guten Nebeneffekt. Ich glaube, ich bin am Abnehmen gerade. Also ich glaube, ich habe schon ein bisschen abgenommen. Die Hosen passen zwar noch nicht wieder. Ich war noch nicht auf der Waage. Ich habe keine hier. Und dafür in der Apotheke zu laufen, nee, kommt nie in Frage. Wird sich zeigen, früher oder später, wenn die Hosen wieder passen oder so. Jedenfalls habe ich das Gefühl, ich bin am Abnehmen, auf jeden Fall. Also so an der Brust und am Hintern, so, das merkt man dann schon. Ein sehr guter Nebeneffekt, ja. Die E-Zigarette nimmt mir auch so ein bisschen Appetit, muss ich sagen, wo ich früher vielleicht mal so eine Tüte Lachgummi-Joghurt, da bin ich ja süchtig nach, muss ich ehrlich zugeben, hatte ich früher immer im Haus. Ich habe jetzt keine hier, ich habe auch schon länger keine mehr gekauft, weil, ne, wo ich früher zu so einem Lachgummi gegriffen habe, da greife ich heute zur E-Zigarette. Ja, für mich ein positiver Nebeneffekt. Ich war mit der 35 Kilo Gewichtszunahme ja sehr, sehr, sehr unzufrieden. Nicht nur, weil es ungesund ist, sondern auch, weil man total irgendwie noch unbeweglicher und noch steifer und die Klamotten passen alle nicht mehr und so. Also für mich war das, ich war in meinem ganzen Leben noch nie über 50 Kilo. Für mich war das ein herber Schlag. Tatsächlich, ja. Aber ich will hier niemanden animieren zum Dampfen oder sonst irgendwas. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber ich habe gemerkt, und das habe ich tatsächlich körperlich gemerkt, dass die Nikotinpflaster mir gut getan haben. Ja. Und hat mich auch geärgert, dass ich die nicht weiter benutzen konnte. Ich habe da klein angefangen mit 3,5 Milligramm, war dann irgendwann hoch auf 21 und dann kriegte ich ja diese Pickel und Pusteln von dem verdammten Klebezeugs auf dem Nikotin. Ja. Und nachdem ich jetzt diese Termine alle wohlbehalten hinter mich gebracht habe, habe ich gestern oder vorgestern habe ich also wieder angefangen mit Methylenblau. Das ist ja im Moment so ein Hype in aller Munde. Alle Covid, Post-Covid, Long-Covid und ME-Leute versuchen ja gerade dieses Methylenblau und naja, eigentlich fährt man da mit Jeanshosen. Wir trinken das, ist aber ungefährlich. Wichtig ist natürlich da auf die Dosierung zu achten. Ganz, ganz, ganz klein anzufangen. Also ich habe mich mit 1 Milliliter, ne, ich bin ja immer so ein Hauruck-Mensch, gib mal her, ich teste das mal eben. Und ich habe mich tatsächlich mit 1 Milliliter da völlig ausgenockt letzten Monat. Da ging dann gar nichts mehr. Und ich habe jetzt vorgestern angefangen mit einem Tropfen, gestern habe ich 2 Tropfen genommen und heute werde ich auch 2 Tropfen nehmen und ich werde das dann peu à peu ganz, ganz, ganz langsam steigern. Natürlich werde ich berichten, wenn es irgendwelche Erfolgsmeldungen oder Misserfolgsmeldungen gibt, werde ich euch natürlich informieren, aber ich habe mir dazu auch ganz viele YouTube-Videos angeguckt, ich habe dazu ganz viel gelesen, recherchiert, gibt auch ein interessantes Buch dazu. Von einem Doktor ist das, glaube ich, und ja, kann man mal testen, ne? Bevor man da liegt und gar nichts tut. Also dieses Methylenblau sorgt wohl dafür, dass die Mitochondrien regeneriert werden und auch genug Sauerstoff erhalten. Habe ich mir gedacht, werde ich mal noch ein bisschen weiter testen, ob da was passiert. Also ich habe das Zeug hier, also werde ich das ausprobieren und ja.
Und danach kann man dann mal gucken, vielleicht noch Tryptophan irgendwann mal austesten, vielleicht noch mal Strophantin austesten, aber werde ich nicht zusammen machen mit dem Methylenblau, weil da muss man echt aufpassen. Zum Beispiel darf man in Verbindung mit Methylenblau gar keine SSRI-Hämmer, SSRI, keine Psychopharmaka nehmen. Also so Medikamente, die da in den Serotoninspiegel eingreifen, die können gefährlich sein in Verbindung mit Methylenblau. Und man soll was war das noch? Ich glaube Glutamat dazu essen, also keine Salami oder Käse oder sowas, aber da muss man sich dann einfach mal informieren, gibt ganz viele Seiten im Internet, wobei ich glaube, das mit dem Glutamat ist nicht ganz so wild, wenn man da mal ein Stück Käse isst oder mal ein Stück Salami isst, aber in Verbindung mit Psychopharmaka, das soll man absolut und unbedingt unterlassen, das kann gefährlich werden. Ja, also wenn etwas neu, ansonsten gibt es noch überhaupt gar nichts Neues. Wenn es irgendwas Neues gibt, werde ich euch natürlich informieren. Wie gesagt, im Moment teste ich Methylenblau und warte auf die Ergebnisse von Düsseldorf, von Aachen. Der Brief ist schon gekommen, das glich eher, das war kein Befund, nichts, also das glich eher einem Lebenslauf meiner Krankengeschichte. Das hätte ich auch selber schreiben können, also das kann man sich schenken. Aber ich warte ganz, ganz dringend auf diese Geschichte aus Düsseldorf. Also da bin ich echt gespannt. Aber vermutlich wird das erst im nächsten Jahr was werden. Also Minimum 2 Monate, hat sie gesagt. Wahrscheinlich kann sich das auch noch ein bisschen länger hinziehen. Aber da bin ich sehr, sehr gespannt. Für Leute, die das interessiert, ich werde unten einen Link posten. Ihr könnt euch da gerne mal schlau lesen. Vielleicht trifft das auf euch ja auch alles zu. Also meine Symptome sind da in dieser Liste alle komplett vertreten. Ja, müssen wir einfach mal abwarten, ob da was bei rauskommt. Ne? Also selbst wenn diese Gene dafür verantwortlich sind, dann haben wir wahrscheinlich erstmal eine Richtung, aber mehr auch nicht. Medikamente oder so eine CRISPR-Schere, die da die Gene da irgendwie reparieren kann oder so, das ist da erstmal nicht gegeben. Aber vielleicht, wenn man erstmal weiß, in welche Richtung das geht, dann kann man auch erstmal gucken, in welcher Richtung man den Leuten helfen kann. Ne? Also ich habe eben einen Artikel gelesen, bei web.de war das, also ich war schockiert. Ne? Also ich meine, wir MEler sind das ja gewohnt, dass man unsere Erkrankung auf die Psychoschiene schiebt, aber da habe ich jetzt tatsächlich eben einen Artikel gelesen, dass 2 Ärzte sich gestritten haben um die Tatsache, ob Covid, Long-Covid, Post-Covid, ob die Leute nicht alle vorher schon psychische Erkrankungen gehabt hätten. Also das muss man sich mal überlegen. Also man kann doch nicht alle Welt und alle Krankheiten, die da irgendwie kommen, ich meine, unsere Umwelt verändert sich ja auch, ja. Zum Beispiel 4G, 5G, zum Beispiel die ganzen Strahlungen von den Handys, ne, die ganzen neuen Geschichten, die so kommen, ne. Die Tage habe ich gelesen, wie ungesund Elektroautos eigentlich tatsächlich sind, wenn man nämlich da drinnen sitzt und all solche Geschichten und dass man all diese neuen Erkrankungen, also ich meine, so ganz neu sind die ja alle nicht. Ne? Also ME wurde das erste Mal, glaube ich, 69, 58 schon ganz, ganz, ganz früh beschrieben. Man kann die doch nicht alle in die Psycho-Ecke drücken, also das funktioniert da nicht, man muss den Leuten doch helfen. Und wenn die uns alle als psychisch krank dahinstellen, da wird uns kein Mensch helfen können, weil wir nicht psychisch krank sind. Ich will nicht sagen, dass im Laufe dieser Erkrankung, ich liege ja jetzt seit 2010 flach, das ist verdammt viel Zeit. Mein Leben zieht an mir vorbei, während ich hier auf der Couch liege und nun überhaupt nichts machen kann, wenn man nicht mehr in der Lage ist, irgendwie vor die Tür zu gehen oder am Leben teilzuhaben. Und wir sind doch hunderttausende Menschen alleine in Deutschland, die auch nicht mehr arbeiten gehen können. Denkt der Staat eigentlich nicht mal darüber nach, dass wir auch dem Arbeitsmarkt verloren gehen und dass in einer Zeit, wo tatsächlich die Babyboomer jetzt alle demnächst in Rente gehen und weitere, keine Ahnung, 300.000, 500.000 mit Long-Covid sind es ja noch viel mehr, Menschen, die nicht mehr berufstätig sein können. Und dann schiebt man uns in die Psycho-Ecke, ja und dann? Psychopharmaka, die helfen uns nicht, können uns nicht helfen, weil wir körperlich erkrankt sind. Also ich war schockiert, als ich den Artikel eben gelesen habe, ganz ehrlich. Aber das zeigt mir wieder, damals bei MS war das ja genauso, die sind ja auch anfangs alle in die Psycho-Ecke irgendwie gedrückt worden, bis man da mal rausgefunden hat, was mit denen los war. Also
Ich finde das eine ganz erschreckende Entwicklung hier in Deutschland, dass man die Menschen nicht mehr ernst nimmt. Und schon gar nicht, wenn so eine Lawine wie jetzt über Covid, das ist ja tatsächlich eine Lawine. Ich bin in mehreren Telegram- und WhatsApp-Gruppen, was sich da an Leuten versammelt, die alle todkrank geworden sind, entweder nach Infizierung oder aber viele auch nach der Impfung. Ich kann nur mit dem Kopf schütteln, dass man die Leute nicht ernst nimmt. Also erschütternd, wirklich erschütternd. Aber ja, wir MEler, wir kennen das ja, das geht uns ja schon, also mir geht das ja schon seit 2010 so, ne? Also die Probleme, die ich seit dieser Erkrankung mit den Ärzten da draußen habe, die kannte ich vorher nicht. Ich werde auch definitiv jetzt in den nächsten Tagen meinen Widerspruch für die elektronische Patientenakte, also ich werde dem widersprechen, ich werde das nicht zulassen für mich, ich will das nicht, weil ich möchte nicht, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 5 Tage lang Magenkrämpfe habe und irgendwie zum Arzt gehe mit Magenkrämpfen und der sieht dann im Computer, ach, die hat ME, die hat MCAS, die hat POTS, ja, die hat all diese Erkrankungen, die in die Psycho-Ecke gedrückt werden, dann möchte ich nicht behandelt werden wie ein Mensch, der psychisch krank ist, und dann werden die Grunderkrankungen, für die ich dann vielleicht bei dem Arzt gelandet bin, doch gar nicht mehr ernst genommen. Ja, dann habe ich vielleicht einen Magentumor und der Arzt denkt, die Alte hat einen Knall, da gucken wir erst gar nicht nach. Ich werde der Akte widersprechen, ich will das nicht. Ich möchte nicht, dass jeder Arzt, zu dem ich wegen irgendwelchen Problemchen gehe, gleich sieht, was ich alles für Diagnosen habe. Ich will das nicht. Weil ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, sobald die Ärzte hören, ME, CFS, bist du abgestempelt. Da bist du abgestempelt, da nehmen die dich nicht mehr ernst. Und das möchte ich für mich für die Zukunft nicht, wenn vielleicht tatsächlich irgendwann mal körperliche Probleme, wie zum Beispiel, als ich im Krankenhaus war, jetzt mit den Herzproblemen, oder als ich im Krankenhaus war mit diesen beiden gebrochenen Wirbelknochen, dass die mich da nicht mehr ernst nehmen. Das möchte ich nicht. Nee, ich möchte da behandelt werden wie jeder andere auch. Ja, also wie gesagt, ich verlinke euch unten mal diesen Mepedia-Artikel, und wer dann will, kann ja mal googeln und ein bisschen suchen und so. Also das ist wirklich tatsächlich wahnsinnig interessant. Ich habe danach lange Zeit damit verbracht, mir Artikel aus dem Internet vorlesen zu lassen, weil ich einfach sehr interessiert war und weil ich schon glaube, dass da irgendein Zusammenhang sein könnte, weil sich bei mir halt im Laufe der letzten Jahre halt viele Gendefekte entwickelt haben, ne? Übrigens hat die Frau in Düsseldorf dann mich ja auch nochmal befragt und untersucht, und als sie dann meine Oberarme gesehen hat, da war sie schon erschrocken, und sie ist schon der Meinung, ganz klar, Frau Schneider, Sie haben da eine Bindegewebsstörung. Ja, ich sehe das natürlich auch so, ich meine, ich sehe ja mein Bindegewebe jeden Tag, ne? Also da stimmt definitiv was nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, meine 80-jährige Nachbarin hier im Haus, die sieht besser aus als ich, ne? Was so die Haut angeht und die Haare, und ne? Ich verliere ja auch so wahnsinnig viele Haare. Ich habe ja richtig kahle Stellen teilweise. Also das ist schon erschreckend, ne? Wie man mit 57 aussieht im Vergleich zu einer 80-jährigen. Das kann man schon nicht von der Hand weisen, ne? Ja, der eine so, der andere so. Aber in meiner Familie ist es halt auch nicht so, dass die Leute mit 60 aussehen wie 90. Ganz im Gegenteil. Bei uns war das eher andersrum. Ich bin da die Ausnahme, glaube ich. Ja, schauen wir mal und warten wir mal ab. Wie gesagt, ich halte euch weiter auf dem Laufenden, auch mit dem Methylenblau, wenn da irgendwas passiert, wenn sich da positive, negative Effekte auftun. Also, falls ihr das probiert, bitte wirklich ganz gering dosieren und ganz langsam anfangen, weil ich hatte auch, nachdem ich diesen 1 Milliliter da genommen hatte, 3 Tage lang Kopfschmerzen. Ich kam auch überhaupt nicht mehr hoch, mir ging es richtig schlecht. Also wenn ihr das macht, wirklich, fangt bitte ganz, ganz, ganz langsam an. Ich hatte in dem letzten Video ja schon mal ein anderes Video noch verlinkt zu Methylenblau. Es ist wirklich interessant, auch dieses Methylenblau ist wirklich interessant, dass man sich damit vielleicht mal als MEler auseinandersetzen sollte. Ich spiele mal wieder euer Testkaninchen und ich werde das alles ausprobieren. Also wie gesagt, heute ist der 3. Tag, bis jetzt merke ich noch nichts, aber das kann natürlich auch alles dauern. Ich verlinke euch unten den Artikel und ja, das war's auch. Ansonsten gibt es nichts Neues bei mir. Nee, das war's für heute. Ich wünsche euch allen eine schöne, ruhige Zeit. Passt auf euch auf. Und versorgt euch gut mit Vitaminen, Aminosäuren, Spurenelementen. Ohne dem sind wir aufgeschmissen.
Ja, also wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden und wünsche euch natürlich nur das Beste. Bis bald.